bitte diese Auspuffanlage an, wie geil das aussieht. Alter! Boah, wie das sich hier schon einlenkt. Alter, das lenkt sich ein, Leute. Boah. So Leute, ich glaube, das Video heute wird einer der heftigsten Autos, die ich je gefahren bin. Und zwar hier, der McLaren P1 GTR. Ein Auto rein für die Rennstrecke. Es wurden um die 59 Stück nur gebaut, beziehungsweise es wurden genau 59 Stück gebaut. Aber das Besondere hier an diesem P1 GTR ist hier vorne. Und zwar, Leute, wir haben ein Nummernschild dran und wir können mit dem P1 GTR auf der Straße fahren. Das Auto wurde von Lazzante in England umgebaut auf Straßenzulassung. Bedeutet, wir haben mitunter ein Lifting-System verbaut, andere Abgasanlage und so weiter. Ich bin wirklich mal gespannt, wie es ist, mit einem reinen Rennwagen hier auf der Straße gleich fahren zu können. Der Besitzer hat mir mitgeteilt, es ist im Gegenteil komfortabel. Er hat zu mir gesagt, ein 488 GT3 auf der Straße zu fahren ist komfortabler als hier der P1 GTR. Also da bin ich mal wirklich gespannt gleich. Aber Leute, ganz ehrlich, ich meine, ich habe es ja schon mal in dem Video gesagt, P1 ist für mich einer der schönsten Autos. Aber jetzt hat hier P1 GTR. Wie brutal steht das bitte hier da? Dieser Frontspoiler vor allem ist nicht normales Carbon, sondern wir haben hier rotes Carbon und das sieht sowas von sexy aus, meiner Meinung nach. In Verbindung mit der schwarzen Lackierung hier vor allem auch in weiß und mit den roten Streifen. Und allein, schaut euch das mal an, hier diese zusätzlichen Flaps, die hier verbaut worden sind. Wie geil das aussieht. Und wenn wir jetzt weiter nach hinten gehen, wir haben natürlich klar normalerweise reine Slickreifen. Hier allerdings jetzt Pirelli P-Zero Trofeo R-Reifen, das heftigste, was es mit Straßenzulassung von Pirelli gibt. Hier auch die Keramikbremsen von Akebono, damals für die Formel 1 der Hersteller gewesen, wo damals auch schon mein P1 speziell entwickelt, die Bremsen dafür, also extra nochmal heftiger das Ganze. Und ja, wenn wir jetzt hier weiter zur Seite gehen, allein die Türspiegel hat sich hier, Seitenspiegel hat sich verändert, der ist normalerweise hier eher hier unten, aber auch hier natürlich ganz klar rotes Carbon. Und dann schaut euch hier diese Tür an, komplett rotes Carbon. Und ich meine, wir haben ja letztens ein Video ja gemacht über die Kosten vom P1. Ich erinnere euch nur noch mal daran, beim P1 hat eine Tür 100.000 Euro gekostet und ich möchte nicht wissen, was hier die Tür kostet, wenn wir das Ganze nämlich hier auch noch in roten Carbon haben. Also unfassbar. Wenn wir jetzt weiter nach hinten gehen, auch hier geht es wieder weiter, schaut euch das an. Dieses typische McLaren-Logo, Luft kommt hier rein, Kupplung wird dadurch gekühlt und ja, stimmt, hier Motor. Wir sind ja beim Serien P1 in Verbindung mit der Elektroleistung bei 916 PS. Hier haben wir jetzt genau 1000 PS, also nochmal mehr Leistung. Auch derselbe Motor, 3,8 Liter V8 Biturbomotor. Und jetzt stehen wir hier hinten und zieht euch bitte dieses Heck rein. Das ist wirklich der größte Unterschied vom P1 zum P1 GTR, denn wir haben hier einen feststehenden Spoiler, der nochmal breiter, nochmal höher, einfach nochmal brutaler ist, rein für die Rennstrecke. Und allein hier dieses kleine Detail, was hier aus Carbon ist, frag mich nicht, was das bringen soll, aber hier hat alles seinen Sinn und seine Funktion, auch hier an der Seite. Rotes Carbon, unfassbar. Und jetzt hier, schaut euch mal bitte diese Auspuffanlage an, wie geil das aussieht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt hier rein serienmäßig von der Rennstrecke übernommen worden ist, sondern ich könnte mir schon vorstellen, dass da hier und da eine Modifikation angelegt worden ist, damit du die Straßenzulassung bekommen kannst, auch wenn das hier in Dubai alles entspannter ist. Aber auch hier, schaut euch das an, der Diffusor. Also ohne Scheiß, Leute, mir fehlen wirklich die Worte, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber bevor wir jetzt einsteigen und losfahren, lasst uns mal schauen, was sich da im Innenraum getan hat. Aber wenigstens hier noch richtig schön klassisch, wie von früher, Oldschool Antenne. Allerdings glaube ich nicht, dass das für ein Radio ist, sondern das ist, damit du eigentlich in der Box deinen Kontakt aufnehmen kannst und miteinander reden kannst. Aber ja, für die Straße denk mal, das ist der Radioempfang. Ne? Aber jetzt lasst uns mal hier reinsetzen. Ne? Boah. Also Sitze sind rein wie vom P1, also wirklich komplett übernommen.
Tür ist, haben wir ja sonst so Carbon, Alcantara, hier jetzt komplett Carbon, aber auch da an der Seite mit rotem Carbon. Das ist auch 1:1 wie vom normalen P1, auch hier. Aber hier, schaut euch das mal an, das Lenkrad. Und vor allem das Lenkrad können wir auch noch abnehmen. Der SI-Pass kennen wir ja, aber dann hier die ganzen anderen Knöpfe, die wir normalerweise die 2 Knöpfe hier haben für Getriebe und Fahrwerk, was wir einstellen können. Dann hier E-Mode, wir können auch anscheinend rein elektrisch damit fahren. Launch Control, Boost, ja, also du hast die ganzen Knöpfe wirklich jetzt hier und vor allem, schaut mal hier, da links, rechts, das ist für die Tür, zum Türöffnen. Also da sind schon echt deutliche Unterschiede. Auch hier oben alles aus Carbon. Ja, also ohne Scheiß, Leute, das glaube ich, das wird jetzt gleich richtig heftig werden. Ja, ich würde sagen, ich sitze jetzt schon drinnen und jetzt lasst uns das hier gemeinsam angehen. Wir drücken jetzt hier den... Boah, Leute, wie das hier schon klingt. Das klingt hier nochmal mehr nach Spaceship. Wie sich das hochfährt. Okay, Leute, der Motor läuft. Wir schnallen uns an. Krass, wie das hier deutlich mehr alles halt. Ja, normalerweise hast du jetzt die Parkbremse hier. Die haben wir auch da. Und Gang hast du normalerweise hier. Aber wir klicken jetzt hier einmal hoch. Allerdings, jetzt machen wir hier erstmal das allererste, was wir hier machen, ist, dass wir hier das Lifting-System hochmachen, weil sonst wird das hier gar nichts. Hier sehen wir jetzt den grünen, jetzt fährt der hoch, weil der ist schon extrem tief. Also McLaren P1 im Race-Modus ist brutal, aber das hier ist nochmal ein gutes Stück tiefer und selbst ein P1 im Race-Modus kannst du eigentlich wirklich nicht auf der Straße fahren. So, aber... Also ich sage euch eins, Leute, ich bin hier schon ein bisschen nervös, weil ich meine, wir sitzen in einem Rennwagen, den wir auf der Straße fahren. Und ja, okay, das ist hier definitiv ziemlich hart, das Ganze. Alter, okay. Alter, Leute, also ich sage euch eins, mich haut sie um, da ist alles vorbei. Also du darfst hier nur 40 km/h fahren, aber schneller geht das hier definitiv nicht. Da merkst du halt einfach, ein Rennwagen ist einfach für die Rennstrecke gemacht und vor allem nicht hier für so eine Straße hier. Also ich bin jetzt echt gleich froh, wenn wir hier auf dem Asphalt sein werden und ich hoffe, dass es dann hier ein bisschen ruhiger zugeht, weil das ist hier schon echt brutal. Ich sage euch eins, Leute, scheißegal, dass es mich hier rumhaut bis zum Gehen nicht mehr. Dieses Gefühl, mit einem Rennwagen auf der Straße zu fahren, da kommt nichts anderes hin. Da kommt wirklich nichts anderes hin. Und ich sage euch eins, allein hier schon, wenn du einlenkst, dieses Gefühl, du merkst, du sitzt einfach in einem Rennauto. Das ist halt einfach, das Gefühl, das kann man nicht beschreiben, Leute, aber es fühlt sich halt einfach alles so direkt und du bist so mit dem Auto verbunden, ne? So fühlt sich das Ganze an. Aber auch generell hier jetzt noch mal kurz zum Innenraum. Boah, also dich haut sie einfach rum, das ist brutal. Es ist halt alles hier so nackt gehalten, ne? Du hast deine ganzen... Boah, Alter, Leute, ohne Scheiß, Mann. Hey... So, jetzt probieren wir es nochmal hier ganz kurz, was ich sagen wollte. Also hier der Innenraum nochmal. Hier allein dieses rote Carbon und alles ist so nackt und radikal gehalten. Du hast deine ganzen Funktionen am Lenkrad, so wie du es halt brauchst in einem Rennwagen. Und ich meine, sonst hier so von den Sitzen, ich habe es ja schon gesagt, ist das ja eigentlich alles so wie vom P1. Aber ich meine, du merkst es allein schon im Innenraum vom Klang her, dass dieses ganze Geräusch alles deutlich lauter geworden ist. Alter, Leute, ich sage euch eins, da vorne kommt jetzt gleich der Asphalt und dann bin ich echt froh. Also langsam verstehe ich das, wieso ich gefragt worden bin. Der leckt mir am Arsch, du, das ist ja Wahnsinn, du. Wieso ich gefragt worden bin, wieso ich eine Kotztüte brauche. Das ist ja... Also diese 5 Minuten fahren, ich habe Schädelweh, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. So, jetzt da vorne kommt endlich normaler Asphalt. Alter Schwede, Gott sei Dank, Jesus und Maria, jetzt haben wir das geschafft. So, da vorne kommt auch jetzt schon Tunnel. Und dann machen wir jetzt mal das Fenster runter. Und, wo ist hier der Manuell-Knopf? Manuell, hier, Active, Manuell, das kennen wir doch irgendwo her. Alter, Leute, wie es euch da rumhaut. Machen wir hier drin.
Alter, okay. Wow. Alter Schwede, haut sich da rum. Alter, der Klang. Okay, das ist deutlich lauter. Alter. Wow. Okay. Wow. Ich sage euch eins, ich bin nach diesen paar Metern so durchgeschwitzt. Aber der Klang. Alter, du hörst halt deutlich mehr die Lader. Dieses Zischen ist sowas von lauter. Oh, ist das göttlich. Boah. Also, sag ich eins, Leute, ich weiß nicht, ob das auf dem Video rüberkommt. Aber das ist brutal. Das ist so brutal. Weicher ist immer noch nicht geworden, also ich sage euch eins, Leute. Das Ding hier auf der Straße fahren, das macht echt keinen Spaß. Das macht echt keinen Spaß. Aber jetzt müssen wir hier das Lifting-System wieder hochmachen. Alter, wie es dich hier rumhaut. Also ich fühle mich hier fast, als würde ich in der Achterbahn sitzen. Ich sage eins. Schaut euch das mal an, schaut mal meine Füße an. Wie es sich hochhaut, mir haut meine Füße nach oben. Alter. Alter Schwede. Also ich kann die Kamera, Leute, ich kann die Kamera leider nicht enger machen, aber die haut's mir da oben rum, dass alles vorbei ist. Also ich bin ja schon, boah, also ich bin ja schon viel in meinem Leben gefahren auf der Straße, aber ich sage euch eins, da kommt nichts anderes hin. Da kommt wirklich nichts anderes hin, so radikal wie das Ganze hier zum Fahren ist. Also ich weiß nicht, aber auf der einen Seite, es macht mega Spaß, aber auf der anderen Seite sage ich euch eins, es macht echt keinen Spaß. Das willst du nicht auf der Straße fahren, so ein Ding. Und vor allem hier diese kleinen Spiegel, ich sehe gar nichts. Ich bleibe jetzt hier auf der mittleren Spur, einfach auf nur mal sicher das Ganze. Boah, Leute, also mir ist echt nach den paar Metern schon wirklich ordentlich warm. Du merkst halt, alles ist nochmal radikaler, alles ist nochmal lauter, das Ganze. Ich muss deutlich lauter reden. Ich werde jetzt dann später mit Sicherheit keine Stimme mehr haben. Und ich meine, wir sitzen hier so tief, wir sind hier so tief, wir müssen echt so aufpassen auf die anderen Autos, dass die uns überhaupt sehen, weil der Bus, ich bezweifle es, dass uns dieser Bus hier sehen kann. Vor allem, Leute, das Problem ist, wir müssen denselben Weg gleich wieder zurückfahren. Ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich antun will, diesen Weg da jetzt gleich wieder zurückzufahren. Um Gottes Willen, ey. So, jetzt machen wir hier nochmal das Fenster auf. Kommt ein kleines Tunnel. Alter, der Klang ist schon... Der Klang ist schon brutal. Boah. Ja, ey. Okay. Du merkst, da ist nochmal mehr Punch da. Alter. Wow. Ja, also du merkst, nochmal weniger Gewicht, nochmal mehr Leistung, da ist nochmal mehr Punch dahinter. Ich sage euch eins, meine Stimme, ich muss so laut reden. Alter. Ich muss so laut reden, damit ihr mich hier überhaupt versteht, weil es ist hier in dem Innenraum, es ist einfach arschlaut. Es ist einfach arschlaut, dich haut's hier in dem Auto rum. Ja, also, boah. So, hier kommt nochmal ein Tunnel, machen wir nochmal das Fenster auf, aber hier müssen wir noch wieder langsam fahren über diese Dinger. Alter, wie das Ding weggeht. Boah, Leute, der Punch ist brutal. Und der Sound dann noch dazu. Und wir haben noch nicht mal DRS-I-Pass aktiviert. Was meint ihr, was da los ist? Boah, wie das sich hier schon einlenkt. Alter, das lenkt sich ein, Leute. Boah. So, und hier jetzt wieder ganz langsam. Schön. Ja, genau. Schön mit 40 km/h entlang tuckern. So Leute, wir fahren jetzt hier wieder ganz entspannt entlang. Also ich sage euch eins, das war definitiv eine der besten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Mal einen
reinen Rennwagen auf der Straße zu fahren. Die Erfahrung war, sagen wir es mal so, etwas holprig, das Ganze, aber trotzdem einfach so radikal, einfach diesen Unterschied zu sehen zwischen P1 und P1 GTR. Das sind Welten. Das sind einfach Welten und du merkst halt einfach, P1 ist für die Straße gebaut und so ein P1 GTR ist rein für die Rennstrecke. Und ich sage euch ganz ehrlich eins, du willst das nicht auf der Straße fahren. Du willst das wirklich nicht auf der Straße fahren. Das ist wirklich so wie jetzt halt, das ist wirklich eine absolut geile Erfahrung. Aber sonst, du willst das wirklich nicht auf der Straße fahren, weil ihr habt gesehen, wie es sich da rumhaut. Klar, alles ist nochmal radikaler, alles nochmal geiler. Aber hier P1 GTR, das performt wirklich rein nur auf der Rennstrecke. Dann würde ich sagen, Leute, wir machen Schluss hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde jetzt definitiv dann gleich mal da vorne parken und frische Luft schnappen und was trinken, weil ich sag euch eins, ich habe hier drin den Schädelweh, dass alles vorbei ist. Und von daher, ich bin raus, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ja, leckt mir am Arsch, du, das ist ja Wahnsinn, du!